Herzlich willkommen zu einem Überblicksvideo zu SAP Business One. Für diejenigen, die SAP noch nicht kennen oder noch nichts von der Lösung gehört haben, es handelt sich um das kleinste ERP-Produkt aus dem Hause SAP. Eine ERP-Komplettlösung, die speziell für Kleinstunternehmen, kleine mittelständige Betriebe und Startups zur Verfügung steht. Ja. Wir fangen direkt auch an und schauen einmal auf die Oberfläche von SAP Business One. Was Sie hier sehen, ist der Startbildschirm, ein Beispiel des Startbildschirms, den Ihr SAP Business One haben kann. Auf der linken Seite befindet sich das Menü und wie Sie sehen können, beinhaltet das eine Vielzahl an Modulen. All diese Module, die Sie hier sehen, gehören zum Standardumfang von SAP Business One und werden Ihnen quasi standardmäßig auch ausgeliefert. Das heißt, in der entsprechenden Anzahl der Lizenzen, mit denen Sie SAP Business One nutzen möchten, können Sie all diese Module auch einsetzen. Diejenigen Firmen, die beispielsweise keine Produktion benötigen oder auch kein Projektmanagement benötigen, denen steht sehr einfach die Funktion zur Verfügung, diese Module entsprechend auch zu deaktivieren, sodass sie Ihnen in Ihrem Menü gar nicht erst angezeigt werden. Grundsätzlich stehen Ihnen diese Module aber jederzeit zur Verfügung. Die gehören zu Ihrem Lizenzumfang und können beispielsweise auch zu einem späteren Zeitpunkt etabliert werden, wenn Sie eventuell auch weitere Prozesse benötigen. Ja. Wie Sie ebenfalls auch hier sehen können, kann man einerseits natürlich komplette Module ausblenden, aber auch innerhalb der Module einzelne Funktionen auch deaktivieren. Ja. Weiterhin, und das können Sie hier auch sehen, lassen sich natürlich diese Einstellungen auch entsprechend von einem Rollen- und Berechtigungskonzept übernehmen, sodass man das gar nicht manuell für den einzelnen Benutzer auch hier einstellen muss. In Ordnung. Grundsätzliche Vorgehensweise im Produkt. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, innerhalb der Module zu klicken und entsprechend zu sagen, ich möchte hier in dem Fall ein Angebot erstellen und können natürlich direkt auch ein entsprechendes Angebot abspringen. Weitere Möglichkeit ist beispielsweise einfach natürlich auch nach dem entsprechenden Eintrag zu suchen und schon werden mir nur die relevanten Informationen auch angezeigt und auch hier habe ich die Möglichkeit, beispielsweise ein Angebot zu erstellen. Ja. Zweite Möglichkeit, und auch das ist beispielsweise eine Methode, mit der ich regelmäßig arbeite, ist das Menü auch komplett auszublenden und ausschließlich über mein Cockpit, über den Startbildschirm zu arbeiten. Sie sehen jetzt hier ein Beispiel, wie das Cockpit aussehen kann. In meinem Fall besteht das aus einzelnen sogenannten Zähl-Widgets. Das sind im Grunde genommen Widgets, die mir eine bestimmte Anzahl Belege anzeigen. In diesem Fall meine nicht gelieferten Kundenaufträge. Ich kann hier entsprechend draufklicken, sehe meine noch zu bearbeitenden Kundenaufträge und kann jetzt hier entsprechend auch wieder in einzelne Aufträge auch abspringen. Ja. Wie Sie sehen können, steht das auch für weitere Themen hier zur Verfügung, offene Ausgangsrechnung oder beispielsweise auch offene Eingangsrechnung. Des Weiteren sogenannte KPIs. Das heißt, das sind kleine Widgets, die mir immer entsprechende Kennzahlen aus meinem System anzeigen und das ist ganz wichtig, natürlich immer auch Echtdaten, die in dem System auch vorhanden sind. In diesem Fall beispielsweise ein Nettoumsatzerlös, der jetzt bei knapp 5.800 € liegt. In meinem Fall ist das ein monatlicher Wert und Sie sehen auch hier, Sie können beispielsweise auch Zielwerte hinterlegen und gebunden an die Zielwerte das entsprechend auch einfärben. Ja, Sie können beispielsweise sagen, Zielwert sind 50.000 € pro Monat. Solange Sie noch unten drunter liegen, wird der Wert rot eingefärbt. Wenn der Wert erreicht oder überschritten ist, dann beispielsweise auch grün eingefärbt. Ja. Genau. Ähnlich beispielsweise auch für den Bruttogewinn. Und Sie können natürlich diese Werte auch vergleichen lassen. Hier in diesem Fall ist es so eingestellt, dass der Wert immer mit dem Wert des Vormonats auch verglichen wird. Ja, und so auch eine gewisse Tendenz darstellen kann, wie man das entsprechend auch hier sieht. Des Weiteren gibt es sogenannte Workbenches. Das sind im Grunde genommen vordefinierte Prozesse, die mir einfach eine sehr einfache Möglichkeit geben, anhand dieses Prozessbildes in einzelne Belege reinzuspringen oder auch einzelne Belege zu erstellen. Wir haben hier einmal das Workbench für den Verkaufsprozess. Das gleiche gibt es auch noch für den Bereich Logistik, für den Bereich Einkauf und für den Bereich Finanzen. Ich kann jetzt hier sehr einfach sagen, ich möchte einfach einen Kundenauftrag erstellen.
komme sofort in den Kundenauftrag oder ich möchte beispielsweise auch wieder meine nicht gelieferten Aufträge sehen, offene Belege sehen, Preisberichte und so weiter und so fort. Ja. Weiterhin kann natürlich dieses Dashboard auch immer individuell gestaltet werden und diese Funktion steht auch grundsätzlich jedem Benutzer zur Verfügung. Ich kann einerseits natürlich entsprechende Kacheln hier auch verschieben oder auch löschen und habe natürlich auch die Möglichkeit, weitere Dashboards auf meinem Cockpit auch einzublenden. Ja, und wie Sie sehen können, gibt es jede Menge an vordefinierten Dashboards, die hier ausgeliefert werden. Es gibt aber beispielsweise auch Dashboards, die Sie selbst erstellt haben oder auch selbst erstellen können, denn auch diese Werkzeuge kommen mit dem System mit. Ich suche jetzt mal nach zwei Dashboards, die ich erstellt habe für mein System. Das ist einmal Wareneingänge heute. Aktiviere mir das Ganze und weiterhin dann auch Warenausgänge heute. Füge diese beiden Dashboards meinem System jetzt hinzu, könnte hier gegebenenfalls auch noch die Größen verändern und Sie sehen jetzt, habe ich im Grunde genommen zwei neue Dashboards hinzugefügt. Einmal die Ansicht der Wareneingänge heute und die Ansicht der Warenausgänge heute. Jetzt sieht man hier in meinem Beispiel, dass diese Dashboards leer sind, keine Inhalte anzeigen. Das ist natürlich dem geschuldet, dass wir uns hier in einer Demo-Datenbank befinden und ich entsprechend heute auch noch keine Waren eingebucht oder auch geliefert habe. Ja. In der Regel, in Ihrem Fall wäre das wahrscheinlich eher schlecht, weil wir haben jetzt gleich schon 1 Uhr nachmittags. Aber in meiner Demo-Datenbank lässt sich das natürlich erklären. Was wir jetzt tun können, und das möchte ich Ihnen einfach auch mal als Beispiel zeigen, wie einfach auch Sie Dashboards bearbeiten, verändern können. Wir gehen dafür einmal in die Detailanalyse. Dieses Werkzeug steht Ihnen zur Verfügung und wird mit Ihrem SAP-System entsprechend auch mit ausgeliefert, sodass Sie auch selbst, wir sehen es hier, komplett eigene KPIs, Dashboards erstellen können und natürlich auch bestehende Dashboards auch bearbeiten können. Wir gehen in unser Warenausgangs-Dashboard und was Sie hier sehen, der ein oder andere kennt es vielleicht von den Pivot-Tabellen von Excel, ist einfach natürlich die Möglichkeit, Dashboards zu bearbeiten, die Darstellung entsprechend auch darzustellen. In unserem Fall einerseits die Kennzahlen, hier ganz konkret die Summe der ausgehenden Bestandsmenge und im Bereich der Dimensionen können Sie auch erkennen, können wir natürlich aus einer Vielzahl an Informationen wählen. Im ganz konkreten Beispiel haben wir hier die Artikelbeschreibung und der Artikelcode, der eingeblendet wurde. Jetzt lassen sich diese Dashboards natürlich auch parametrisieren. Und Sie sehen hier, unser aktiver Filter sind Informationen ausschließlich von diesem Tag. Dementsprechend zeigt das Dashboard auch keine Informationen an. Ich kann natürlich sehr einfach jetzt auch den Zeitraum verändern und sage, mein von bis Zeitraum ist dieser Monat. Ja? Und schon sehen wir natürlich auf einen Blick, dass sich die Darstellung auch aktualisiert. Und theoretisch könnten wir jetzt auch die Optik des Dashboards entsprechend auch der verschiedenen Vorgaben auch noch verändern. Wir speichern das Ganze und benennen das jetzt einfach auch um. Schließen die Detailanalyse und aktualisieren jetzt einmal unser Cockpit und sehen dann, dass sich diese Informationen auch entsprechend verändert haben. Ja, und auch hier gibt es die Möglichkeit, wieder weiter abzuspringen, in eine komplexe unserer Enterprise Search abzuspringen oder auch je nach der Funktion, die in dem Dashboard auch zur Verfügung steht, einen entsprechenden Artikel zu öffnen, einen Geschäftspartner zu öffnen oder in einzelne Belege abzuspringen. Okay, so viel zum Cockpit. Wir schauen uns einmal noch unsere globale Suche im System an. Ich würde einfach mal nach einer Auftragsnummer suchen. Was jetzt passiert, ist, dass die Datenbank im Hintergrund durchsucht wird nach dieser Information. Das könnte jetzt eine Bezeichnung eines Artikels sein, das könnte ein Geschäftspartner sein, ein Ansprechpartner oder eben eine entsprechende Belegnummer. Und ich sehe jetzt hier ganz konkret, dass es beispielsweise einen Kundenauftrag gibt in meinem System mit der Belegnummer 1142. Wenn ich schon mit der Maus über diesen Link fahre, sehe ich schon in einer Art Tooltip
was sich in dem Auftrag für einen Artikel befindet. Das ist gerade spannend, wenn man am Telefonservice arbeitet, im Bereich Service ist, sehr schnell auch Auskunft am Telefon geben muss. Dann habe ich hier natürlich sehr einfach die Möglichkeit zu recherchieren, handelt es sich um den richtigen Auftrag oder nicht. Ich springe jetzt in diesem Auftrag und sehe hier, es handelt sich um einen Kundenauftrag für die Firma PC Welt. Auftrag beinhaltet einen Artikel, in dem Fall ein Viessmann Warmwasserpaket, auch für Sie zur Information, das sind reine Beispielartikel, auch Beispielpreise, die haben natürlich nichts mit der Realität zu tun. Und man kann aber auch hier erkennen, dass diese Artikelposition grau hinterlegt ist, das heißt der Auftrag, man sieht es auch im Status, ist geschlossen, gibt hier also schon entsprechende Folgebelege auch dazu. Das, was Sie hier sehen, ist der grundsätzliche Stil, wie Belege im System dargestellt werden. Das heißt, hier ist am Beispiel des Kundenauftrages und ganz gleich, ob man jetzt auch ein Angebot erstellt, eine Ausgangsrechnung erstellt, einkaufsseitig eine Bestellung anlegt oder einen Wareneingang bucht. Die Belege sind in der Regel immer vom Aufbau gleich. Das heißt, wir haben den Kopfbereich mit entsprechenden Geschäftspartnerstammdaten. Das können Interessenten sein, das können Kunden sein, das können aber auch Lieferanten sein. Und wir haben den Detailbereich, der einerseits aus unseren Positionen besteht, aber auch weitere Reiter enthält, die wiederum entsprechende Beleginformationen erhalten. Diese Beleginformationen werden in der Regel aus den Stammdaten des Geschäftspartners gezogen, können aber natürlich im einzelnen Belegfall dann auch verändert werden. Vermutlich ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es an verschiedenen Stellen immer wieder diese goldenen Pfeile im System gibt. Das sind sogenannte Hyperlinks, die uns die Möglichkeit geben, sehr einfach auf weitere Informationen abzuspringen. In diesem Fall bin ich jetzt hier in den Geschäftspartner, in die Geschäftspartner-Informationen gesprungen und sehe jetzt alle relevanten Informationen zu meinem Geschäftspartner PC Welt. Wenn ich die entsprechende Berechtigung besitze, habe ich hier auch die Möglichkeit, in das Kontensaldo auch einzublicken. Durch die Integration der Finanzbuchhaltung stehen uns natürlich diese Informationen zur Verfügung. Das heißt, ich sehe nicht nur, welche Aufträge sind vielleicht im System noch nicht bearbeitet oder auch welche Lieferungen wurden noch nicht berechnet. Ich sehe auch, welche Rechnungen sind im System hinterlegt, wo entsprechende Eingangszahlungen noch fehlen. Habe natürlich wieder auch die Möglichkeit, über den goldenen Pfeil tiefer abzuspringen, kann jetzt sehen, wie setzt sich das Kontensaldo zusammen, kann natürlich auch hier wieder in jede einzelne Transaktion abspringen, kann bis in die einzelne Journalbuchung auch reinspringen und habe natürlich letztendlich auch die Möglichkeit, bis auch in das einzelne Sachkonto zu springen. Ja. Immer natürlich vorausgesetzt, dass mir im System auch entsprechend die Berechtigungen zur Verfügung stehen. Schließen einmal den Geschäftspartner. So, gleiche Informationen stehen uns natürlich auch hier im Bereich der Position zur Verfügung. Hier natürlich die Möglichkeit, in den Stammdatensatz des Artikels abzuspringen. Wir sehen hier unser Warmwasserpaket, haben entsprechende Informationen wie Artikelgruppen, Mengeneinheitsgruppen, haben verschiedene Preislisten im System, die Sie selbst definieren können mit entsprechenden Abhängigkeiten dahinter, haben natürlich auch Preise, Barcodes, die wir in dem Artikel hinterlegen können und so weiter und so fort. Ja. Wir haben grundsätzliche Informationen zu dem Artikel, wie er im System gehandhabt wird. Hier in dem Fall ist es ein Lagerartikel, den ich gleichzeitig einkaufe und auch verkaufe. Ja. Hier über die Reiter die Möglichkeit, verschiedenste Informationen zu hinterlegen, wie beispielsweise meine Herstellerinformationen, meine bevorzugten Lieferanten, Einkaufseinheiten. Das gleiche natürlich auch für den Bereich Verkauf, kann Verpackungsarten auch hinterlegen, natürlich auch grundsätzliche Abmaße und ein ganz wichtiger Punkt natürlich meine grundsätzlichen Bestandsdaten. Ja, Sie können beliebig viele Lager in dem System hinterlegen, auch lagerplatzgeführte Lager und haben natürlich entsprechend hier dann die Informationen zu Ihren einzelnen Lagerbeständen. In meinem Fall habe ich ein Stück Bestand in meinem allgemeinen Lager und habe hier natürlich auch die Möglichkeit, in sogenannte erweiterte Funktionen auch abzuspringen, um dann vielleicht auch zu sehen,
welche Kundenaufträge würden jetzt beispielsweise hier vorliegen, die Bestand reservieren, oder was gibt es beispielsweise für offene Bestellungen, die mir auch signalisieren, dass zu einem bestimmten Termin auch Bestand wieder hinzugefügt wird. Ja? Gleiches gilt natürlich auch für den Bereich der Produktion. Wenn ich meine Produkte auch selbst herstelle, würde ich hier im Bestandsstatus natürlich auch erkennen können, welche Produktionsaufträge sind im System und auch zu welchem Zeitpunkt wird Bestand im Lager zugeführt. Ja, weiterhin, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der dann auch mit dem Thema Materialbedarfsplanung, unserem Dispositionsassistenten zusammenspielt, das sind natürlich Themen wie Mindestbestände, Maxbestände. Ja? Und dafür habe ich entsprechend auch meine Planungsdaten im System. Das heißt, ich kann entscheiden, ob dieser Artikel auch für meinen Dispo-Assistent relevant ist. Und wenn das System erkennt, dass ich quasi Bestand benötige, was soll mir der Dispo-Assistent vorschlagen? Beispielsweise, dass dieser Artikel beschafft werden muss in Form einer Bestellung oder aber, dass es ein Artikel ist, den ich selbst auch herstelle. Okay. Das soweit als erster Einblick in das Thema grundsätzlicher Belegaufbau, grundsätzliche Stammdaten in dem System. Weitere Möglichkeit, und das ist eines der Feature, was immer sehr positiv und sehr gerne angenommen wird, ist beispielsweise der Verknüpfungsplan, der uns in einem Blick anzeigt, was ist grundsätzlich in diesem ganz konkreten Fall gelaufen, welche Belege gibt es hier. Ja, und wir sehen hier, dass wir befinden uns hier in dem Kundenauftrag. Wir sehen hier, dass es sich um eine auftragsbezogene Bestellung auch handelt. Das heißt, zu diesem Kundenauftrag wurde eine Bestellung beim Lieferanten hinterlegt. Zu dieser Bestellung gab es einen entsprechenden Wareneingang, gefolgt natürlich von einer Eingangsrechnung, die wir in dem System verbucht haben, und natürlich auch der Notwendigkeit, diese auch zu bezahlen. Das heißt, auch die Ausgangszahlung ist in unserem System hinterlegt und entsprechend auch verknüpft. Ausgangsseitig mit entsprechendem Zulauf gab es die Lieferung, gefolgt natürlich auch von einer Ausgangsrechnung und entsprechend auch einer Eingangszahlung im System. Ja, wir sehen auch hier anhand der Häkchen, dass hier soweit alles in Ordnung ist. Man kann jetzt erkennen, dass es zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Zahlungsbetrag eine kleine Differenz gibt. Auch hier habe ich natürlich immer die Möglichkeit, in den einzelnen Beleg zu springen und kann natürlich erkennen, dass hier als Zahlungsart auch 2% Skonto gewährt sind. Daher resultiert natürlich auch diese kleine Differenz. Genau. Ja, prima. Ja, das vielleicht als erster kurzer Einblick in SAP Business One. Vom Look and Feel, vom Handling her stehen Ihnen natürlich noch viele weitere Möglichkeiten auch zur Verfügung.